Shalom. Heute Morgen habe ich diesen Satz geschrieben. Ein Gedanke ist wie ein geistiger Faden. Shalom. Und darüber habe ich letzte Nacht viel nachgedacht. Wir verändern uns. Wir reisen durch Raum und Zeit insgesamt als Komplex. Und wir gehen vielleicht in einen anderen stofflichen Zustand über. Nicht Materie. Das heißt, ein mehr geistiger Zustand. Und deshalb passt ein Gedanke ist wie ein geistiger Faden. Es ist sozusagen in den geistigen Raum hinein eine Verbindung, eine Querverbindung. Alles ist verstrebt, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, oder wie ein Netz, ein Fischernetz, ein Spinnennetz konstruiert ist, wie Netze konstruiert sind. Es gibt Verbindungen in den Raum hinein. Und zwar auch ohne, dass wir einen Körper haben. Deshalb können wir unsere Seele fühlen. Deshalb können wir zum Beispiel ahnen, etwas ahnen. Wir ahnen zum Beispiel, wenn jemand an uns denkt. Oder das haben wir ja manchmal solche Momente, wo wir sagen, oh, ich hatte gerade das Gefühl, dieses oder das ist geschehen, gemacht worden. Und es ist auch geschehen. Das heißt, obwohl es keine Materie gibt, gibt es eine Verbindung dorthin. Wenn wir uns in mehr Geist bewegen, dann heißt das auch, dass es eine Hörentwicklung ist. Dass wir ja vielleicht die Stufe Mensch sogar verlassen und ein höher entwickeltes Wesen sind. Oder wir sind sozusagen modifiziert, dass dem Geist viel mehr Bedeutung zukommt in Zukunft, als wir es uns vorgestellt haben. Und das heißt, dass wir nicht so sehr an der Materie kleben oder auf die Materie sozusagen angewiesen sind und uns daran halten müssen, sondern dass wir haben eine Verbindung zu der Materie durch Geist auch. Und das ist mal interessant, mal sich darüber Gedanken zu machen. Das habe ich jetzt so seit 2 Tagen und es geschehen einige Sachen, muss ich sagen, die ich so wahrnehme, was sich verändert. Zum Beispiel ist mir jetzt seit 2 Tagen aufgefallen, dass bei meiner Freundin manchmal das so ist, seit 2 Tagen, wenn wir uns unterhalten, dass ich ihre Stimme so wahrnehme, als hätte sie ihren Körper verlassen. Das heißt, die Stimme, die Aussprüche, das, was sie sagt, das wird zwar im Mund erzeugt, aber ich höre es, als wäre es sozusagen neben dem Körper. Und das kann sehr gut sein, dass das so ist, die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wir eine ganz große Entwicklung machen. Das kann sehr gut sein.
Und wie ich auf andere wirke, meine Stimme auf andere wirkt, das weiß ich nicht, ob das andere mich auch so wahrnehmen, dass sie plötzlich das Gefühl haben, meine Stimme ist sozusagen neben meinem Körper. Das weiß ich nicht. Aber wenn wir von der ganz festen Materie in diese weicheren Zustände übergehen oder auch in mehr geistigen Raum, mehr geistige Tätigkeit haben und mehr überhaupt Befriedigung aus Geist gewinnen, weil wir vielleicht wundervolle Kommunikation haben, weil wir uns super verstehen, geistig super verstehen. Das ist mal interessant und ich bin mal gespannt, wie das zu Jahr 2018, 2019, ich würde mal sagen, so diese nächsten 3 Jahre bis 2020, Ende 2020, wird nochmal sehr viel passieren in der Welt, dass Menschen etwas wahrnehmen und Veränderungen wahrnehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie jemand damit umgeht, mit seinen Erfahrungen. Kann man mit anderen darüber reden? Oder wird man verspottet oder ausgelacht? Oder ist diese primitive Stufe, dass man andere erniedrigen muss, bereits überwunden? Und so reisen wir. Wir reisen durch Raum und Zeit, auch durch den geistigen Raum. Ja, das, das ist so. Durch Raum und Zeit. Und wir kommen, man könnte sich das vielleicht auch so vorstellen wie eine geistige Landschaft. Wir reisen in dieser geistigen Welt, ist auch eine Landschaft. Nur sehen wir sie nicht so jetzt als Mensch oder so wie wir jetzt sind, sehen wir sie nicht so, wie wir diese äußere Welt sehen. Das andere ist, davon sind wir ja auch umgeben, es ist auch äußerlich von uns, es ist beides. Es ist sowohl in uns und wir sind auch darin. Das ist mal schön, wie hoch wir uns entwickeln, ob wir diese ganz primitiven Stufen jetzt endlich mal überwinden und ob wir diesen Hang der Aggression überwinden, ob wir es schaffen, in Frieden zu leben, miteinander, auch wenn wir unterschiedlich sind, dass wir das respektieren, dass wir den Glauben respektieren, den jemand hat. Ja, und endlich, dass wir uns endlich höher entwickeln. Das ist meine Nymphensittiche, die sind fast intelligenter als die Menschheit. Muss ich sagen, erstens denken sie so schnell, im Bruchteil einer Sekunde können sie schon Gedanken lesen, fahren und sie kommunizieren und tauschen aus und sie holen sozusagen aus dem Raum, geistigen Raum, auf ihre Art und Weise Gesprächsstoff und schicken ihn mir oder geben mir Signale. Sie bestätigen mich, sie pflichten mir bei oder sie kreischen, wenn ich vielleicht gerade etwas Blödes denke oder gedacht habe. Ja, das ist so. Und wir sind Seelen. Das ist das Schöne, wir sind Seelen. Ich bin. Das ist bewusstes Sein. Bewusstsein.
Bewusstes Sein heißt ich bin. Ich bin ist das Gegenteil von ich bin nicht. Das ich bin. Und wenn man ganz bewusst ist, dann fühlt man seine Seele und man kann sich auf seine Seele verlassen. Wir brauchen eigentlich keine Planung in die Zukunft hinein. Planen und sozusagen das ganze Universum verändern, sondern ja, wir können es auch so. Wir können uns darauf verlassen, wir können uns auf uns selbst verlassen und auf das Ganze können wir uns verlassen und vertrauen, auch wenn wir nicht vielleicht manches, was geschieht, versteht oder bestimmte Zusammenhänge verstehen oder noch nicht erkennen. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt einmal so geschieht. Auf jeden Fall ist das sehr interessant. Ich hatte ja schon vor Jahren ein Kind wiederentdeckt, die Seele eines Kindes in einem Esel. Das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Punkt, dass wir Seelen fühlen können, dass wir eine Seele wiedererkennen und dass wir sogar eine Seele erkennen können, obwohl sie in einem neuen Körper ist und in einem anderen Körper. Und das heißt, wer in der Welt der Menschen unglücklich ist, eigentlich nur unglücklich ist, hat vermutlich in sich eine Sehnsucht oder auch ein Ziel, das ein anderes ist. Und er reist dann vermutlich in die Welt der Tiere oder der Pflanzen oder des Wassers oder anderer Zustände, wie auch immer, oder purer Geist. Und das ist das Interessante. Und wenn man mal anfängt, ein bisschen darüber nachzudenken, dann kann man sich und muss man sich fragen, wie primitiv leben wir eigentlich noch heute? Christus hat auch den Nebentitel der letzte Adam. Es gibt den ersten Adam und es gibt den letzten Adam. In 1 Korinther 15, 20 bis 28 wird dieses erklärt, dass weil sie in einem Menschen sterben alle in einem Menschen und in einem Menschen werden alle lebendig. Das heißt, im Adam, dem Original Adam, sterben eigentlich alle, wenn man danach gehen würde, Korinther. Und der letzte Adam ist der, der alle wieder aufweckt. Man hat quasi eine Schlafphase durchgemacht. Das ist mal interessant im Moment. Ich war gerade spazieren mit meinem Hund Balu und ich konnte nicht abschalten und ich bin auch schon 7, 8 Stunden wach gewesen im Bett und habe so viel nachgedacht. Jetzt wollte ich einfach mal ein bisschen was erzählen. So, nicht alles auf die Goldwaage legen oder so, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig, sondern ich wollte einfach nur mal so einen Beitrag machen und einfach nur sagen, es geschieht etwas in der Welt, man kann es fühlen. So, es ist etwas, ob sich die Magnetfelder verändern oder ob sich etwas anderes verändert oder Energien. Das kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber es geschieht etwas. Und
wir dürfen mal darauf gespannt sein, wir dürfen uns vor allen Dingen bemühen und Mühe geben, dass es eine schöne Reise wird und dass es etwas Schönes wird, die Veränderung. Wir brauchen ja nur den Mut dazu zu haben. Wir brauchen eigentlich nur den Mut zu haben, zu sagen, wir machen nicht mehr mit. So. Bestimmte Sachen, wenn wir schon seit zig Jahrtausenden wissen, dass wir eigentlich zerstören und zerstören als sozusagen unser Ziel betrachten und uns die Hände reiben und Geld damit verdienen, indem wir zerstören, dann ticken wir nicht ganz richtig. Würde ich mal so sagen. Denn das ist ja nicht nur Selbstzerfleischung quasi, dass man sich selbst vernichtet. Das ist auch dazu noch eine Art Unverschämtheit. Man will auch noch Geld damit verdienen, dass man zerstört. Die Welt zerstört. Darum. Ich bin mal gespannt und ich hoffe mal, dass viele Millionen Menschen aufwachen und sich miteinander unterhalten und etwas beraten und beratschlagen und dass man keine Angst zu haben braucht, dass man ausgespottet wird oder ausgelacht wird. Niemand muss verachtet werden. Niemand muss gebeugt werden. Niemand muss erniedrigt werden. All das ist alles primitiver Status. Und je mehr wir in den Raum, in den geistigen Raum gehen und in die geistige Dimension, desto klarer wird uns das werden, dass das primitiv ist, was wir machen. So, und jetzt wollen wir uns ja ändern. Also, okay, ich höre jetzt mal auf. Ich habe jetzt so lange geredet. Alles klar. Ciao. Ciao.